Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Die Saga des Hernes-Stuffs geht in die nächste Runde. Es ist ein weiteres Upgrade-Event gestartet und wie ihr es immer wieder auch aus den Streams und aus Videos entnehmen könnt, die Hoffnung, dass so ein Doppel-Upgrade-Event tatsächlich nochmal stattfindet, schwindet mit jedem weiteren Tag. Und entsprechend, ja, denke ich, kann man wohl getrost ein paar Products schon mal verballern. Also ich habe wirklich sehr viele Products im Wert von weit über 1000 Euro angesammelt. Und außerdem sind die alle gebunden, deswegen ist es ja auch kein Verlust, wenn man sie in Anführungszeichen verschwenden würde. Und ja, das Ding ist natürlich plus 0. Ich finde es immer blöd, dass bei Stock Plus steht, weil es ist ja eigentlich nicht Plus, aber egal. Haarspalterei. Jedenfalls habe ich jetzt hier erstmal 74 G-Projects. Die werden wahrscheinlich nicht reichen, außer wir lacken rein. Und ja, werden aber einfach mal gucken, was so geht. Also das erste ist direkt 32% Chance. Da kann man auf jeden Fall mit Power Dice 10 anfangen. Buffet Socken Event läuft, wie gesagt. Und ja, also was ich am schlimmsten finde am Socken, es ist das Geld. Es kostet einfach unfassbar viel Penya leider. Verstehe ich bis heute nicht, warum das so teuer ist. Und vor allem auch bei Zweihandwaffen wird man stark benachteiligt. Ich weiß nicht mehr genau, was die Differenz ist, aber Zweihandwaffen sind aus irgendeinem Grund auch einfach teurer in Summe. Das ergibt auch keinen Sinn. Leider spiele ich schon mein Leben lang gerne Zweihand-Charakter, Ranger, Elementor und früher sogar Knight. Also irgendwie ist man immer auf der Seite der Benachteiligten, sobald man Zweihandwaffen benutzt. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Jester. Jetzt spiele ich sogar Jester und selbst da wäre ich benachteiligt. Aber come on. Ach, zum Glück ist die 79 nicht fehlgeschlagen. Das hätte mir jetzt gebrochen, direkt zu Beginn. Okay, das heißt 3 G-Product, 2 Sockel. Das ist doch ein guter Start. Okay. Oh, das tut weh. Okay, let's go. Ja, die Power Dice 10, die machen irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, bei so hohen Prozenten ist eigentlich genau da, wo man sie einsetzen will. Da haben sie den größten Impact. Aber wenn du so siehst, naja, 37% Chance, das ist eine verdammt hohe Prozentchance. Ich meine, das sollte eigentlich auch nicht wirklich fehlschlagen. Oh, what is happening? Oh mein Gott, wir sind 8-mal bei über 10% fehlgeschlagen. 9-mal und 8. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. What? Lächerlich. So, das waren jetzt die ersten 20 G-Pros. Wir sind bei der Hälfte. Okay, aber es wird leider immer schwieriger, deswegen... Ah, ne, es war bei 2%? Ne, warte, der 4. und 5. Sockel sind gleich, ne? Ah, okay, dann waren die ersten 3 tatsächlich unter 10% und erst dann ab 10. Oh, nice. Okay, jetzt hat es früher geklappt. Ich weiß nicht, warum es aufhört. Die Power Dice sind nicht leer, die Projects sind nicht leer, der Zielbonus ist auf 10. Wieso hört es auf? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich legit noch nie verstanden, warum es manchmal einfach aufhört. Aber seht ihr die Kosten, by the way? Wir sind beim 6. Sockel und es kostet einfach schon 2,8 Millionen Penya. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist so unfassbar teuer, dieses Sockeln, ey. Das ist richtig crazy und boah, die Prozentchance ist so bad. Oh Gott. Ja, die 10 Sockel machen eigentlich auch nicht so viel Sinn. Ich habe ja gesagt, die Herneswaffe, ich weiß nicht, wie lange man die überhaupt noch nutzen wird, wie lange sie überhaupt noch relevant wird. Leider, seit dem letzten Upgrade-Video sind, glaube ich, 4 Wochen vergangen oder so. Oder auf jeden Fall ein paar Wochen. Und wir haben leider keinerlei Infos zum Update dazu gewonnen. Das heißt, ich bin heute genauso klug wie beim letzten Upgrade. Also das letzte Mal habe ich auch schon gesagt. Ich weiß ja gar nicht, wie lange diese Herneswaffen überhaupt noch so relevant sein werden. Werden sie ersetzt? Wird es weitere Waffen geben mit Waterbomb und so? All das weiß keiner. Aber du musst ja irgendwie dann trotzdem dein Equipment ein bisschen upgraden, weil wenn dann doch das Update kommt, willst du ja auch ready sein und so. Aber ja, es ist echt schwierig. Okay, das ist jetzt tatsächlich komplett Bruch, glaube ich. Wir sind bei 28% Chance. Kann es jetzt bitte mal klappen? Und dann klappt es instant mit dem Power Dice 10. Also das war jetzt ziemlich Bruch. Das hat, glaube ich, einige Lucky Tries, die wir hatten. Und so lucky waren die Lucky Tries, glaube ich, auch gar nicht. Die waren alle relativ am Anfang. Das hat jetzt tatsächlich einiges zerstört, glaube ich. Das hätte niemals so viele Fails haben dürfen. 27 Fails? Und wir sind bei einer 2% Chance gestartet. What? Wir waren einfach bei 25% am Ende. Und es passiert einfach back-to-back genau das gleiche nochmal anscheinend. Wieder 10%. Ach du heilige Makrele, es kostet mich mehr Products, als ich gehofft hatte. Und ehrlich gesagt auch mehr Penya. Oh, es kostet 3 Millionen pro Versuch, das ist
Alter, das ist so schlecht. Ich dachte, wir kommen Minimum auf 8, vielleicht sogar 9. Also bei FEC, gut zugegebenermaßen, habe ich auch reingelagt. FEC habe ich mein Jojo, was waren es, 37 Tries auf 10 Sockel gebracht. Mit unter 40. Jetzt habe ich hier 74 benutzt und bin bei freaking 7. Klar, ich habe reingelagt auf FEC, also safe. Aber das ist halt komplett Bruch. Wir sind bei 21 Fails und davor waren es 27 Fails. What? Das ist komplette Katastrophe. Okay, neuer Elementor, neues Glück. Hoffentlich. 22% Chance. Alter, wenn ich diese Zahlen sehe, werde ich schon so sauer. Wie oft ist es fehlgeschlagen? Nach 10%? 10 Mal? 11 Mal? Also, das ist Wahnsinn. Das ist auch wirklich bei 22 nochmal fehlschlägt. So eine Frechheit. Jetzt sind wir im miesen Territory. Jetzt darf es auch mal ein paar Fails sein, aber ich habe das Gefühl, 7 und 6 haben jetzt gerade schon so viel gefressen. Also von 6 auf 7 und von 7 auf 8. Haben jetzt schon so viel gefressen, Alter. Ich glaube, das ist absolute Katastrophe. Egal, was jetzt noch passiert, ich glaube, das ist heftiges Minus. Als Ganzes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Erwartungswert ist für 10 Sockel auf den Original-Servern. Kein Plan, aber es fühlt sich absolut katastrophal an, weil wir sind jetzt schon echt tief drinnen. Jetzt gleich bei 100 G-Product und wie gesagt, die schwierigsten beiden haben wir noch vor uns, die teuersten beiden. Jeder Versuch kostet 3,36 Millionen Penny. Das ist so eine Frechheit. Das heißt, für 100 Sockel zahlst du nicht nur 100 G-Product, du zahlst auch nochmal 336 Mio. Einfach nur fürs Weg. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sehr sich das lohnt. Ehrlich gesagt, nicht so sehr. Vor allem nicht, wenn man kein Glück hat. Wir sind schon bei sehr vielen Fails, auf jeden Fall nach, auf jeden Fall auch 1%. Und 5% sieht hier tatsächlich schon so aus, als wäre das schon so das Terrain, wo es dann irgendwann klappen sollte. Ja, weil gefühlt allein jetzt... Oh, okay, da ist es. Okay, das war, glaube ich, noch ganz okay. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, über 30. Es hört sich nicht okay an, um ehrlich zu sein. Es hört sich nicht okay an. Schauen wir mal. 1% ist es schon nach 5 Fails tatsächlich. Okay, das heißt, wir hatten 28 Tries nach 1%. Uiuiui. 2% bei 11. Mit Event, by the way. Ich könnte mir überlegen, ob ich die letzten, weil der hier hat sehr viele Power Dice 10 tatsächlich, der Account, der Char. Wenn ich die letzten 5 vielleicht schon mit Power Dice 10 probiere. Eigentlich ist es zu früh. Jetzt lack doch mal rein. Also ich meine, das wird... ne, wir waren sogar bei über 6%. Das war doch safe nicht reingelackt gerade. Jetzt lack doch wenigstens hier mal rein. Machen wir die letzten beiden. 6%. Come on, baby. Come on, baby. Uff. Moment mal. Ist es... Moment mal. Ist es noch teurer geworden? Wieso kostet denn... Hold up. Okay, das hier ist tatsächlich der Account, der mit Abstand die wenigsten Ressourcen hat. Der Character, soll ich sagen, weil das war jetzt dreimal der gleiche Account, obviously. Weil es alles Elementoren waren. Ja, bitte? Mit weniger Tries als das gerade eben. Und das kostet mich... Also kann mir das jemand erklären? Das ist doch bei Einhandwaffen... Hä, wo ist denn das fair, Alter? Wieso habe ich die gleiche wahrscheinlich... Wieso kostet mich das jetzt mehr? Wofür zahle ich gerade 300.000 Penny mehr als von 8 auf 9? Wenn ich 2 Einhandwaffen habe und von 4 auf 5 Sockel, dann kostet mich das gleiche. Das ist 1000%ig. Und ich bin mir 1000%ig sicher, es ist weniger als die Hälfte davon. Oder? Also, das ist doch kompletter Schwachsinn, Alter. Nicht, ach. Streich das, was ich gerade gesagt habe, aber... Also, what? Wieso kostet der... Das ergibt keinen Sinn. Wieso ist es teurer? Das ist so ein Scam. Wenn du Zweihandwaffe in Flive benutzt, schon seit Anbeginn der Zeit, wirst du gescammt. Das war schon mit den Fusionen so in Flive PC. Fusionen waren der größte... Das war der größte Trash überhaupt. Einhandwaffen in Flive PC komplett overpowered. Zweihandwaffen mit den Fusionsboni kompletter Müll.
Und es geht in Fly of Universe einfach weiter, dass du wieder gescampt wirst, nur weil du eine Zweihandwaffe benutzt. Worauf du, by the way, auch überhaupt keinen Einfluss hast, weil abgesehen von Knight, der tatsächlich wählen kann zwischen Einhand und Zweihand. Das hat geklappt, danke. Abgesehen von Knight, niemand kann sich das aussuchen. Es gibt kein Einhand-Jojo, es gibt kein Einhandbogen, es gibt kein Einhand-Stuff. Und jetzt sagt nicht Wand, weil mit einem Wand kann man keine Elementor-Skills benutzen. Also es geht tatsächlich nicht. Du könntest dann nur Magier-Skills machen. Also what the hell ist das eigentlich für ein geistesgestörter Scam? Also ich finde, über sowas wird sich viel zu wenig aufgeregt bei Fly of Universe, weil vor allem Zweihandwaffenklassen sind immer die schlechteren. Also Blade ist stärker als Knight. Gut, Ranger und Jester okay, aber ja, ich meine, haben beide Zweihandwaffen, da brauchst du nicht diskutieren. Knight und Elementor sind ziemlich komplementär, also wenn es rein um Kosten geht, könnte man dann auch sagen, na, dann nehme ich lieber den Psy oder so, weil, ich meine, gut, okay, niemand upgradet selber. Ihr solltet einfach nicht selber upgraden. Seht ihr schon wieder ein perfektes Beispiel, warum ihr nicht selber upgraden solltet, weil euch dann sowas komplett egal sein kann. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie viele Proits wir benutzt haben, aber es waren 74 und 62. A.k.a. 136 und hier müssten es jetzt 5 gewesen sein, also 141. Das hört sich absolut nicht gut an. Ich habe Powerless 10 benutzt, als die Prozentchancen recht hoch waren. Es ist Upgrade-Event. Also ich glaube nicht, dass das wirklich gut war. Es war wahrscheinlich auch keine komplette Katastrophe. Aber ich meine, die letzten 4 Upgrades waren irgendwie 33, 28, nochmal 33 oder 36 und dann jetzt nochmal 33. Also das hat sich, also ich habe nirgendwo reingelackt, wo es wirklich bedeutend gewesen wäre. Weil die ersten 4, 5, 6 Sockel, wo du instant bei 20% bist, ich meine, klar, wenn es dann schon beim 3. Versuch klappt oder so, ist das auch reingelackt. Aber das spart mir halt höchstens 3, 4 G-Product, weil es dann sowieso auf 100% gewesen wäre. Oder halt bei über 50%, wo es dann fast gar nicht mehr fehlschlagen kann. Hier spart es dir erstens Unmengen an Penya und auch Unmengen an G-Product, wenn du wirklich recht früh reinlagst. Und das ist jetzt wirklich bei den letzten 4 kein einziges Mal passiert. Und das hat jetzt echt wehgetan. Ja, was die Karten angeht, die ich da reinsockel. Ich habe leider auf Borodeng nie wieder wirklich Dungeons gefarmt. Das mache ich eigentlich immer nur auf den FEC-Servern. Und das Traurige daran ist einfach, dass ich keine Karten mehr habe. Also die Karten, die ich mal hatte vom Dungeon-Farmen früherer Zeiten, die habe ich halt leider alle verbraucht. Ich habe halt hier so Trash-D-Card-Boxen, die es mal im Battle Pass oder so gab oder bei irgendwelchen Events oder so. Ja, also ich habe leider nichts mehr. Und A-Karten zu kaufen, ich meine, ich kenne die Preise auf Borodeng ehrlich gesagt nicht. Man kann hier mal Search Shop machen. Watercard A gibt es wahrscheinlich nicht mal. Ups, Watercard A9. Ja, okay, es gibt tatsächlich 2. Und was ist das andere? Voltcard, das wären ja die beiden, die man hier zur Auswahl hat. Da gibt es tatsächlich eine. Also die Auswahl scheint extrem begrenzt zu sein. Und ja, also ich weiß nicht, ob sich das wirklich so sehr lohnt, A-Karten zu kaufen für eine Waffe, die wie gesagt höchstwahrscheinlich im nächsten Update outdated sein wird. A.k.a. man sollte wahrscheinlich nicht mehr allzu viel da rein investieren. Und ich meine, der Unterschied ist ja Water B. Der Unterschied sind 0,2% pro Karte. Das heißt, bei 10 Karten 2%, also 8% Fähigkeitsschaden versus 10. Kostenunterschied dürfte sein, ich schätze jetzt einfach mal 1 Milliarde. Also ich denke mal, du kriegst 10 Volt B-Karten für wenige 100 Mio und 10 Volt A-Karten wahrscheinlich für weit über 1 Milliarde. Also für irgendwas zwischen 1 und 2 Milliarden, vermute ich mal. Das heißt, der Preisunterschied ist bombastisch. Das sind 5.000 bis 10.000 F-Coin, je nach... Also momentan sind es eher 5.000 und wenn die Preise wieder runtergehen nach FEC, sind es dann eher wieder 10.000 oder auf jeden Fall in der Nähe von 10.000. Bei den Water-Karten ist genau das Gleiche. Also das stellt sich natürlich die Frage, wie sehr sich das jetzt lohnt, wegen 2% Fähigkeitsschaden. Gut, bei den B-Karten hört es sich ein bisschen besser an, da sind es ja dann 20 Int. Das 20 Int klingt irgendwie krasser als 2% Fähigkeitsschaden. Keine Ahnung warum, weil die Zahlen einfach größer sind. Aber ja, ich vermute mal, es wären eher B-Karten. Ich habe ja schon gesagt, ich will mit dem Hernes-Stuff jetzt eher Low-Budget sein. Erstens, weil ich ihn selber upgrade, was ich ja eigentlich nicht machen wollte, was ich jetzt nur gemacht habe, weil er jetzt endlich günstig geworden ist. Worauf ich eigentlich schon immer gewartet habe, dass er endlich mal günstig wird. Ja, und das heißt, wenn ich in diesem Low-Budget-Schema drin bleibe, dann würden A-Karten überhaupt keinen Sinn ergeben, weil was kaufe ich jetzt A-Karten für knapp 2 Milliarden Penya, das ist ein Haufen Geld.
wegen fast keinem Damage-Unterschied. Nur um dann, wie gesagt, im nächsten Update kommt dann eine andere Waffe, die auch Waterbomb haben kann. Und sofort sind Herdeswaffen wertlos und keiner will sie mehr haben, weil es gibt was Besseres sozusagen. Das ist ein hohes Risiko und ich werde da wahrscheinlich nicht gamblen. Genau. Okay, ich habe mir jetzt einfach mal die Preise angeguckt und wie gesagt, momentan Burodenk preislich ist einfach sehr schwierig. Ihr habt es gesehen im Search Shop. Sobald es so wenig Angebot gibt, ist immer ganz schlecht, weil das bedeutet meistens, du zahlst höchstwahrscheinlich wesentlich mehr, als wenn halt einfach mehr Leute hier wären. Alles ist überteuert, die F-Coin-Kurs ist überteuert, alles ist überhitzt, außer Pet-Preise. Pet-Preise sind extrem gut. Man kann sich hier ein super geiles HP-Pad kaufen, hier 2000 HP für 110 Mio, das ist nicht mal das Beste. Letztens habe ich 2500 für 110 Mio. Also es ist wirklich, also für Pets ist es momentan Schlaraffenland. Also du kriegst übelst die geilen Pets, also sind nicht übelst geil, ja, sie sind mittlerweile outdated. Aber ich meine, wo war das gerade? Für dieses Pet hier habe ich hättest du vor einem halben Jahr oder vor Release der Pet-NPCs besser gesagt, hättest du 500 Mio gezahlt. 500. Es ist auf 110 runter. Das ist ein einziges Schlaraffenland momentan, was Pets auf Burodenk oder auf den Original-Servern angeht. Dank der Pet-NPCs, also muss man wirklich sagen, klar, was Farmen angeht, also Dungeon Value und so, ist natürlich eher schlecht. Aber wenn man mal realistisch ist, die meisten Leute farmen halt keine Dungeons, die meisten Leute sind eher Anfänger. Hier sind sogar Reroll-Pets für 100, die sind wahrscheinlich auch schlechter, weil Stat-Pets sind. Stat-Pets will kaum jemand. Aber ihr seht es, also es ist richtig heftig. Oder hier ein 38 CD-Pad für 4 Milliarden auf Burodenk. Na gut, das ist wahrscheinlich nicht mal wirklich ein guter Preis, actually. Aber, weißt du, er hat auch Live Over drin stehen. Also, es ist momentan, also es ist eine wilde Zeit. Es ist immer schwierig während FEC auf jeden Fall. Und ja, aber die Preise sind halt all over the place auf jeden Fall. Also es ist total seltsam. Deswegen müsste man eigentlich warten. Ich bin gerade so blöd auf Search Shop zu klicken. Und es gibt leider gerade nur... Alter. Okay, holy shit. Ihr seht, es ist 5:30 Uhr, also ich blame die Uhrzeit. Ich werde mich jetzt tatsächlich für die B-Karten entscheiden. Und ich habe gerade geguckt, die günstigsten B-Karten. Ihr seht, es gibt leider nur 2, die B-Karten verkaufen. Aber der eine ist sogar günstig. Also das hier ist so ein Massenverkäufer. Der hat auf jeden Fall zu teure Preise, das weiß ich. Aber sie kosten nur 10 Mio. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade so viel Geld mit G-Projects verschwendet, dass mir 100 Mio gerade ziemlich egal sind. Und ja, ich nehme auch Void B, einfach weil sie nochmal günstiger sind als Water B. Und ich bin persönlich eigentlich Fan von den Void-Karten, muss ich sagen. Also ich bin persönlich echt Fan davon. Hab die schon immer gemocht, die Void-Karten. Und es gibt aber diese Diskussion, was ist besser? In allen Vergleichen, die ich jemals gesehen habe, war es wirklich extrem minimal. Also da geht es dann wirklich um Min-Maxen. Aber es geht halt vor allem auch um die Kosten. Water-Karten sind einfach historisch schon immer wesentlich teurer gewesen, weil sie halt von Ringmastern gebraucht oder hauptsächlich genutzt werden, die ja auch ihre Buffs erhöhen wollen. Also beim Ringmaster hängt ja viel mehr vom Int-Wert ab als beim Elementor zum Beispiel. Ich meine, beim Elementor ist der Int-Wert fast egal, kann man fast sagen, weil klar ist dein Damage davon abhängig, aber Fähigkeitsschaden oder Angriffskraft oder whatever, das gibt dir ja auch alles Damage. Und letztendlich, was dir jetzt genau den Damage gibt, kann dir eigentlich relativ Wurst sein. Du willst einfach nur Damage. Aber der Ringmaster, der braucht tatsächlich die Int auch für andere Sachen. Skaliert, glaube ich, auch tatsächlich besser mit Heal und so. Oder im Verhältnis besser, weil ich meine, der Ringmaster ist ja vom Schaden her jetzt auf jeden Fall nicht so relevant wie ein Elementor oder wie ein Psykeeper. Und ja, ich meine, in dem Fall habe ich jetzt auch 150 Mio gespart. Wenn man es jetzt beim gleichen Händler gekauft hätte, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ja alles extrem überteuert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, Void B-Karten sind nicht mal 5 Mio wert, aber wie gesagt, scheißegal. Dafür habe ich es jetzt. Das heißt, ein weiterer Schritt beim Herner-Stuff ist abgeschlossen. Wir haben jetzt Int plus 3, das lasse ich auf jeden Fall. Ich hatte Wasser plus 1, by the way, vergessen. Ich habe 3 Wochen lang Tower Dailies ohne Wasser plus 1 gemacht. Yikes. Poison Cloud 17% passt, die Sockel passen. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich im Terrain, wo nur noch die richtig teuren Sachen fehlen. Wobei das Sockeln jetzt auch echt richtig teuer war. Also was habe ich gesagt? 141 G-Project. Ein G-Project, selbst 10 gebunden, könnte ich locker für 10 Mio wahrscheinlich verkaufen an andere Spieler. Vor allem während so einem Event. Oder selbst wenn es nur die Hälfte ist, dann vielleicht 8 oder 9 Mio. Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall einiges wert, selbst 10 gebunden. Und ungebunden kosten die Teile momentan so 16 bis 20 Mio, je nachdem. Das heißt, es waren weit über 2 Milliarden, die ich ja wahrscheinlich gerade verdonnert habe. Und, also, falls die ungebunden gewesen wären. Plus die Penya noch dazu, das heißt wahrscheinlich so 2,5 Milliarden. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ich meine, yikes, das war jetzt nicht wirklich günstig, sagen wir mal so.
Aber ja, also jetzt fehlt im Endeffekt noch das Rerollen. Ich werde vermutlich erstmal die Base-Stats rerollen, weil das sind eigentlich die wichtigeren, mit Waterbomb auf jeden Fall, weil ich meine, der Hauptgrund, warum man diese Waffe besitzt, ist Waterbomb. Das heißt, da will man auf jeden Fall 9% sehen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die anderen Werte auch noch entsprechend hoch sind. Und das Rerollen kostet zum Glück nicht ganz so viel, weil da halt nur 300 F-Coins dahinter stecken. Bei den Bonus-Rolls, ja, da ist ein bisschen schwieriger, weil erstens will man spezifischere Werte, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man sie bekommt und die Kosten für jeden Reroll sind wesentlich geringer. Also ja, mal gucken. Aber ja, das war ein weiterer Teil der Upgrade-Serie vom Hernestuff. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Schaut wie immer gerne im Livestream vorbei. Ich bin jeden Tag live on a grind. Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns einfach da. Bis dahin, macht's gut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Fly of Universe. Haut rein, ciao, ciao.